Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und einem neuen Produktreview. Ich habe nämlich von Cromlech 3 Bäume aus ihrer Dark Forest Serie zugeschickt bekommen. Daher möchte ich euch in den folgenden Minuten einiges über deren Qualität und den Zusammenbau erzählen. Und euch natürlich auch mein persönliches Fazit präsentieren. Von der polnischen Firma Cromlech habe ich euch ja schon einige offizielle MDF-Bausätze zu Frostgrave vorgestellt. Ansonsten dürften viele von euch ja auch deren Resin-Bits und Bausätze zu Warhammer 40k kennen. Aber auch im Fantasy-Bereich ist Cromlech mittlerweile gut aufgestellt und hat in seiner Dark Forest-Serie einige sehr interessante Geländestücke. Für dieses Review habe ich neben den 3 Heuhaufen und den 5 Steinzäunen noch diese 3 Bäume kostenlos zugeschickt bekommen. Zunächst kurz zu den Heuhaufen und Steinzäunen. Diese bestehen jeweils aus einem Teil und sind massiv aus Resin gegossen. Auffällige Gussgrate, Blasen oder sonstige Fehler sind nicht vorhanden, die Qualität ist wirklich top. Auch die Designs gefallen mir persönlich sehr, denn viele kleine Details lockern die einzelnen Geländestücke auf und sorgen für Abwechslung. Wer bereits das Frostgrave Geländeset oder andere Cromlech Sets aus Resin kennt, wird das ohne Frage bestätigen können. Aber nun zu den Bäumen. Es gibt 3 verschiedene Modelle, die man entweder einzeln für jeweils rund 30 € oder als Dreierbundle für ca. 80 € kaufen kann. Für diesen nicht unerheblichen Preis gibt's dann jeweils massive Resinbauteile, die sich jeweils zu etwa 14 cm hohen und rund 250 Gramm schweren Bäumen verbasteln lassen. Die Details und die Gussqualität stimmen auch hier. Ich hatte nur an einem der 3 Baumstämme einen leichten Grat wegzukratzen. An den Ästen waren aber jeweils noch auffällige Gussreste vorhanden, doch alles in allem hielt sich das Säubern in angenehmen Grenzen. Zum Design der Bäume gehören übrigens einige kleine Äste, die aus dem Blätterwerk herausragen. Das gefiel mir persönlich allerdings nicht so, daher habe ich diese kleineren Äste abgeschnitten und nur die großen herausragen lassen. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Die Bäume kommen ohne Bauanleitung daher und bei Baum Nummer 1 und 2 ist der Zusammenbau auch kein Problem, da diese beiden Modelle jeweils nur aus einer Handvoll Teilen bestehen. Baum Nummer 3 setzt sich allerdings aus rund einem Dutzend Teilen zusammen und da muss man schon ziemlich hin und her probieren. Auch die Reihenfolge, welche der sich überlappenden Äste zuerst angeklebt werden sollte, ist leider nicht immer von vornherein klar. Bei allen 3 Bäumen gilt, manche der Äste sind nicht nur groß und massiv, sondern auch entsprechend schwer. Diese Bauteile habe ich daher gestiftet, damit sie besseren Halt haben. Wie Stiften funktioniert, habe ich euch oben in einem extra Tutorial verlinkt. Sekundenkleber war mir für diese schweren Bauteile dann auch etwas zu heikel, daher habe ich zusätzlich noch 2 Komponentenkleber verwendet. Warum? Nun, Sekundenkleber sorgt für starre Verbindungen, die mit der Zeit spröde werden und bei Erschütterungen brechen können. Bei leichten Bauteilen mache ich mir da kaum Sorgen, aber je schwerer ein Modell ist, desto eher kann durch die leichte Erschütterung beim Hinstellen auch mal etwas abbrechen. 2 Komponentenkleber hat allerdings eine Verarbeitungszeit von über einer Stunde und ist erst nach etwa 12 Stunden ausgehärtet. Dafür ist die Verbindung wesentlich stärker und übersteht auch leichte Erschütterungen. An großen Bauteilen habe ich daher beide Kleber verwendet. Den 2 Komponentenkleber, um für dauerhaften Halt zu sorgen, und den Sekundenkleber, damit ich das Bauteil nicht stundenlang festhalten musste. Die Klebeflächen waren zum Glück groß genug, um beide Kleber nebeneinander und natürlich getrennt voneinander auftragen zu können. Die Passgenauigkeit der Bauteile war meistens prima und manche Lücken sind nur entstanden, weil ich wohl den ein oder anderen Stift nicht optimal gesetzt hatte. Mit etwas Green Stuff oder Plastic Putty sind solche Lücken aber zum Glück schnell gefüllt. Mehr zu solchen Lückenfüllern habe ich euch oben verlinkt. Mein Fazit zu den Dark Forest Trees: Qualitativ und vom Design her gefallen mir die 3 Bäume richtig gut. Jeder Baum ist wuchtig, knorrig und ein toller Hingucker auf dem Spieltisch. Allerdings kann man beim Zusammenbau kaum variieren. Einzig Baum Nummer 3 bietet dank seiner vielen Äste einige Variationsmöglichkeiten. Aber bei diesem Modell war der Zusammenbau auch am kniffligsten. 30 € für einen Baum oder 80 € für alle 3 sind natürlich auch eine Ansage.
Doch wenn man nur einen Baum als Centerpiece oder nur ein paar Bäume als Missionsziele benötigt, sind die Dark Forest Trees von Cromlech meiner Meinung nach durchaus einen Blick wert. Genau wie die anderen coolen Geländestücke aus der Serie. Möchtet ihr noch ein Bemal-Tutorial zu den Bäumen? Dann schreibt's gerne in die Kommentare und sollten genügend Stimmen zusammenkommen, gibt's nächsten Freitag schon die entsprechende Bemalanleitung. Ansonsten freue ich mich auf eure Kommentare zu den Cromlech-Sets und wir sehen uns natürlich so oder so nächsten Freitag. Bis dann! Rum-ti-du-di-di-dum-ti-du-di-di-dum-ti-du-di-di-dum-ti-dum.